Kann ich kurz eine Erklärung geben, was es mit der Lottery bringt? Du meinst das Rad, was ich gerade gedreht habe? Na, ganz einfach. Du sammelst da diese Buchstaben. Es gibt 4 Buchstaben. Oder halt ein Bild und 3 Buchstaben, ist ja egal. Musst alle 4 sammeln. Und dann kannst du die hier unter Second Anniversary speichern. Du brauchst halt alle einmal. Für alle einmal kriegst du 10 Punkte. Und am Ende kriegst du hier diese Anniversary Giftbox A und da sind halt fett Belohnungen drinnen. Und das war's. Wer wird ein HNR Ranger ähnlich schnell wie ein Elle? Nö, der Elle ist schneller. Aber er ist der zweitschnellste, würde ich sagen. Was Charakter ohne Equipment angeht. Wohlgemerkt. Und welches Equipment plus 10 machen? Zen-Master schon das 150er Tank-Equipment. Ja, hätte ich auch gesagt. Also für AOE-Klassen definitiv. 150er. Muss man halt erstmal warten, bis ein paar Teile davon gedroppt sind. Das wird am Anfang auch relativ teuer sein. Aber Bloody kannst du vergessen, weil es wird kaum jemand Red Meteor farmen am Anfang. Später vielleicht, aber am Anfang bestimmt nicht. Und für 1v1-Klassen halt 135er und für AOE-Klassen halt 105er-150er. Oder halt, beziehungsweise auch 135er, aber halt 105er, 135 und 150, das sind die Sets im Endeffekt, die relevant sind. Alles andere ist halt, entweder kannst du es gar nicht haben, also Red Meteor, wie gesagt, oder es lohnt sich einfach nicht. Wer bist du dann ab 120 Face Tank oder 1v1? Wahrscheinlich 1v1, weil für Face Tank brauchst du deutlich besseres Equipment, was du nicht haben wirst beim FEC-Start. Deswegen würde ich auch eher zu Elementor tendieren, weil der kann bis 140 wirklich komplett mit absolutem Trash-Equipment spielen. Also mein erster Elementor, der 140 wurde, hatte Nanemphis und einen schlechten Bloody Wand. Bis 134 AG und ab 134 einen schlechten Bloody Wand. Stuff meine ich natürlich. Und mein zweiter hatte bis 140 einen AG Wand. Stuff. Auf dem FEC-Server. Also meinen zweiten 140er Elle habe ich mit AG bis 140 gespielt. Und schlechtem Equipment und schlechter Schmuck. It's that easy. Also Elementor kann wirklich keiner was vormachen. Kannst du komplett mit Arsch-Equipment bis 140 plus 10. Also Tiger gehen bestimmt auch noch. Also Koralleninsel Tiger. Danach wirst du Probleme bekommen. Also bis Tiger wird es wahrscheinlich noch halbwegs gut funktionieren. Also ich meine, Tiger wird nicht mehr gut funktionieren. Es wird noch funktionieren. Mehr schlecht als recht halt. Aber nach Tiger wird es nicht mehr funktionieren. Nach Tiger wirst du große Probleme bekommen, die Viecher überhaupt noch killen zu können. Also da solltest du dann schon langsam mal Equipment haben. Aber das ist ja das, was ich die ganze Zeit sage. Ich meine, wie zur Hölle willst du es schaffen, bis 140 zu spielen, ohne Equipment? Also ohne genug Geld zu haben, um dir zumindest mal ein bisschen Equipment zu kaufen. Da musst du ja legit, keine Ahnung, einfach nicht spielen oder so, keine Ahnung. Es ist einfach unmöglich. Du droppst so viel Geld bis 140, wenn du die ganze Zeit grindest. Da kann sich jeder Equipment besorgen. Also das sollte kein Problem sein. Alter, das ist so ein Scheiß, ne, dass du es nicht mehr ändern kannst. Ich habe jetzt mein Elementor auf FEC wird einfach grüner Jester heißen. I fucked up. Chat, I fucked up. Aber eigentlich ist es lustig. Eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, ist es lustig. Eigentlich ist es lustig. Also mein Elementor wird grüner Jester heißen. Stellt euch schon mal drauf ein. Also ich jetzt schon anmelden, Knack G, wenn du die Belohnung haben willst. Es gibt eine Pre-Register-Belohnung. Mit Amplis und so ein Scheiß. FEC mit dem Elementor mit NPC-Equipment leveln. Weil wegen Sachen suchen ist Zeitverschwendung. Naja, also im besten Fall droppst du halt einfach selber ein paar Set-Teile. Oder findest halt Set-Teile und probierst sie irgendwie bei irgendjemandem zu tauschen. Du begegnest ja den Leuten beim Leveln auch. Da kannst du ja auch fragen, hey, hast du Set-Teile? Oder kannst du sagen, hey, ich habe RM oder Blade-Set-Teile, tauschst du gegen Elementor zum Beispiel oder so. Also sollte eigentlich kein Problem sein. Meinst du, Botting wird auf dem FEC-Server ein Problem? Weiß ich nicht, ich hoffe nicht, aber wir werden sehen. Also ich weiß nicht, ob ihr das eigentlich im Discord gesehen habt.
Die haben ja so eine neue... Extra zum FEC haben sie das jetzt dazu geschrieben, dass sie eine neue Methode entwickelt haben, die Developer, mit der besser Leute getrackt werden können, die gegen die Spielregeln verstoßen. Und dass Bans jetzt alle... Wobei sie es in der Vergangenheit ja auch gesagt haben, aber Bans sind jetzt alle endgültig. Also wenn du gebannt wirst, kannst du jetzt nicht mehr 50 Tickets schreiben und hoffen, dass du irgendwie doch noch entbannt wirst. Gut, eigentlich durfte man das nie, aber die Leute haben es ja trotzdem gemacht. Und dass ihre Methoden jetzt halt so sicher sind, dass es gar nicht mehr sein kann, dass da jemand ungerechtfertigt gebannt wird oder irgendwie so. Und ja. Dass sie halt irgendeine neue Methode entwickelt haben, um eben sowas aufzudecken. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Kann ich nicht beurteilen. Woher auch. Ich weiß ja weder, was das für eine Methode ist, noch nutze ich Mittel, die dadurch vereitelt werden. Und deswegen heißt es einfach mal abwarten und Tee trinken, würde ich sagen. Oder Wasser. In meinem Fall Wasser. Abwarten und Wasser trinken. Elemente Tech Stones bringen bei Elementor nichts. Nope. Im Endeffekt braucht ein Equipment dein Main. Dein RM braucht halt zumindest ein bisschen was. Damit das zumindest einen höheren Int-Wert hat oder so. Und vielleicht ein AG-Stick oder so. Whatever. Was man halt so hat. Und dann halt noch dein Main Character. Gegebenenfalls sind Main Character und Main Character der gleiche. Warum sollte man alles verkaufen, Knack G? Sollst du nicht, musst du selber entscheiden. Aber am Ende wird alles Account gebunden, was du rübernimmst, und du kannst es dann nie wieder verkaufen. Also angenommen, du spielst auf dem FEC-Server in 5 Monaten 800 Stunden. Hast du 800 Stunden für ein Equipment gegrindet, das du nie wieder verkaufen kannst. Also, schwierig. Habe ich ein Video für Levelrouten für Elle? Habe ich nicht, nein. Der Grund, warum ich es nicht habe, ist deswegen, weil es halt darauf ankommt, ob du erstens Free-to-Play oder Pay-to-Play bist, 8-Char oder nicht 8-Char. Gibt da auch wieder zu viele Variationen. Also als 8-Char-Abuser willst du ja eigentlich alle Quest-Item-Quests mitnehmen für deine Leecher. Damit du nicht so auf die Party auf Level stellen musst, wie wenn du es nicht tun würdest. Das heißt, da würdest du vielleicht maximal sowas wie Hopper skippen. Und sonst wirst du eigentlich alle Monster mitnehmen und überall die Quest-Items sammeln. Für alle 8 Chars. XP-technisch für ein Elle macht es kaum einen Unterschied. Oder für einen Leveler. Aber für deine Leecher macht es einen extremen Unterschied. Weil die dann einfach alle 2 Level 20% aus dem Nichts bekommen. Nach Level 60 zumindest. Das ganze Pen ja einfach in A-Product stecken. Ja, weiß nicht. A-Product für dich wäre so sicher, glaube ich. Das Beste, was dir eigentlich passieren kann, aber es ist natürlich schwierig und mit einigen Risiken behaftet. Das Beste, was du machen könntest, wäre dein Equipment auf dem FEC-Server gegen F-Coin auf Borodeng tauschen. Aber ja, das ist halt mit den gegebenen Risiken verbunden und ja. Also, dass du direkt auf Borodeng mit ungebundenen Items auscasht, wäre, glaube ich, der Best Case. Aber es ist halt auch extrem risky. Sozusagen. Es ist schwer, als Casual 2-Char Gamer FEC Golden Gear am Ende zu bekommen? Nö, eigentlich nicht. Hast ja 5 Monate Zeit. Aber wann sollte man circa sein Equipment verkaufen, wenn man zum Beispiel Products mit rübernehmen möchte? Das ist schwer zu sagen, weil letztes Mal war es ja so ein bisschen Tohu Wabohu.
Der letzte FEC-Server, der sollte ja eigentlich nur bis Mitte September gehen. Und wurde ja dann auch wieder eine Woche vorher, haben sie es erst gesagt, glaube ich, oder ein paar Tage vorher. Oder nee, sie haben es, glaube ich, gar nicht gesagt. Also das war einfach der Doomsday, also Tag des Endes. Und der Server lief einfach weiter. Und danach kam die Ankündigung, yo, der Server geht noch 4 Wochen länger. Und das wird ja aber diesmal wahrscheinlich nicht der Fall sein, weil diesmal wurde ja direkt bis Oktober angekündigt. Und das heißt, das sollte eigentlich diesmal anders sein. Und das Nervige war halt, durch diese fehlende Ankündigung, dass es 4 Wochen länger dauert, gab es halt in den letzten paar Tagen im September, die überhaupt nicht die letzten paar Tage waren, gab es halt plötzlich eine übelst krasse Hyperinflation aus dem Nichts, weil alle Leute Panikverkäufe gemacht haben und jeder dachte, morgen geht die Welt unter sozusagen oder morgen wird es den Server nicht mehr geben. Und dann ist halt da der Preis extrem in die Höhe gestiegen. Und selbst als dann die Ankündigung kam, yo, es geht jetzt noch 4 Wochen länger, sind die Preise zwar nochmal ein bisschen gesunken, aber nicht mehr auf das Niveau, wo sie vorher waren. Also ab dem Zeitpunkt gab es eine gigantische Inflation, die einfach nicht mehr wirklich weggegangen ist. Und am Ende natürlich, also an den wirklich paar letzten Tagen, dann war es natürlich richtig brutal. Da haben Lightning 4 Karten über 100 Mio gekostet, glaube ich, oder so. Es war absurd. Geistesgestört. Und ja, also da war es ein bisschen anders. Also diesmal wird es ja nicht so sein. Also ich würde sagen, wenn man so Ende August, Anfang September langsam einen Käufer sucht, sollte eigentlich passen. Ich denke, da wird noch eine ganz normale Wirtschaft sein. Also wahrscheinlich schon so 3-4 Wochen vor Ende sollte man sich wahrscheinlich schon umgucken. Also letzte Woche ist safe viel zu spät. Vorletzte Woche würde ich sagen, ist auch zu spät. Also mindestens 3-4 Wochen oder sogar ein ganzer Monat vor Ende. Würde ich sagen. Also alle Items aus dem Cash-Shop und auch alle seelengebundenen Premium-Items von Events und so. Das war's. Alles andere wird gelöscht. Also alle Premium-Items, alle FEC-Items und alles, was du trägst, wird übertragen. Pets werden gelöscht, Penya wird gelöscht. Alle deine Drops werden gelöscht. Alle Tränke, Food, alles wird gelöscht. Aber wie gesagt, also ihr müsst ja nichts verkaufen, theoretisch. Ich sage nur, die meisten Leute oder viele Leute waren rückblickend kein Fan davon, dass das ganze Equipment wirklich für immer lost ist. Im Sinne von Account gebunden. Einschließlich mir. Wenn ihr auf Borodeng keinen einzigen equippten Charakter habt, dann könnte man zumindest sagen, okay, ich mache zumindest einen Charakter full equip und nehme den mit und alles andere verkaufe ich aber. Das kann man vielleicht noch machen. Aber das muss halt jeder selber wissen. Aber ich werde einfach nur... Also ich will halt nicht, dass mir Leute im Nachhinein sagen, ja, warum hast du nicht gesagt, dass das alles gebunden ist? Ist doch alles scheiße so. Deswegen sage ich es jetzt gleich vorher schon. Also ich habe es gehasst. Und bin immer noch ziemlich sauer darüber eigentlich. Im Endeffekt bin ich sauer über mich selbst. Sozusagen. Also ja. Muss jeder selber wissen. Also für Leute, die auf Borodeng schon Chars haben, macht es halt eigentlich wirklich keinen Sinn. Weil... wenn du tonnenweise Products zum Beispiel mit rüber nimmst oder whatever, kannst du theoretisch auch Party-Scrolls auf deinen Main-Character mitnehmen oder so. Also du kannst deinen Charakter zum Beispiel auf 160 leveln, sein gesamtes Equipment verkaufen. Du weißt dann, okay, der Charakter wird mein Main auf Borodeng, ist halt jetzt noch nackt. Und dann kannst du dem ja auch tonnenweise Power-Ups geben, Party-Scrolls, whatever. Und gibst ihm dann auf Borodeng einfach dein altes Equipment. Plötzlich ist dein Main 160. Und dann musst du ihm halt gegebenenfalls nochmal neues Equipment irgendwann kaufen oder upgraden oder whatever. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Ist ja dann alles ungebunden, wenn du es dir auf Borodeng besorgst. Interessant wird halt sein, was auf Borodeng in der Zeit passiert. Aber letztes Mal war es so, dass auf Borodeng eigentlich gar nichts passiert ist. Der Server war richtig im Winterschlaf oder im Sommerschlaf. Auf dem Server ist einfach gar nichts passiert letztes Mal. Da war tote Hose und ich denke mal, das wird dieses Mal auch so sein.
Also, vielleicht ein bisschen besser, aber... Hoffen wir mal, wollen wir hoffen, dass auch genug Leute dann Equip für F-Coins kaufen wollen. Ja, deswegen solltest du halt schon vorzeitig suchen und nicht erst in der letzten oder vorletzten Woche. Außerdem suchen heißt ja auch nicht zwingend, dass du verkaufen musst. Also wenn du jetzt zum Beispiel Anfang September anfängst zu suchen nach Käufern für, ich meine gut, direkt F-Coin oder für tonnenweise Products, ist ja auch egal. Aber ja, also musst du auf jeden Fall rechtzeitig suchen, weil sonst kriegst du erstens nur scheiß Angebote und zweitens halt dann auch eventuell einfach weniger Wert. Ich meine, im Worst Case, wenn du nur Lowball-Offer bekommst, also mal angenommen, eher fiktives Szenario, aber mal angenommen, du hast 150er-Set aus dem Dungeon, also aus Wilds, zum Beispiel Blade, du hast das beste Blade-Equipment, also Set, und theoretisch sogar eine Hernes-Axe und eine Luzagas Crystal Axe, und dir macht jemand ein Angebot für alles, Set plus Axe plus Ultimate-Schmuck, gibt er dir 20.000 F-Coin? Ja, also ich meine, ja, obviously nicht. Also ich meine, schwer zu sagen, was die Sachen dann wert sind, natürlich. Aber du musst ja trotzdem bedenken, also du musst halt im Endeffekt gucken, was sind die Sachen auf Borodeng wert. Da musst du halt irgendwie, ja, fiktiv, was kann man sagen, Wert halbieren, weil gebunden. Und dann musst du das irgendwie umrechnen auf den FEC-Server so ungefähr. Also das muss man sich dann halt angucken, wie zu dem Zeitpunkt die Preise auf Borodeng sind. Muss man sich dann halt ein bisschen informieren. Da musst du gucken, okay, was wären Leute auf FEC bereit, dir zu zahlen für das Equipment, für dein komplettes Equipment. Ich meine, das war jetzt natürlich ein fiktives Beispiel. So ein krasses Equipment werden die meisten von uns höchstwahrscheinlich nicht haben. Mit so krassen Sachen. Aber ist ja egal. Auf jeden Fall musst du einfach gucken, was das so ungefähr wert wäre. Dann, wie gesagt, halbieren passt eigentlich, weil du ja doppelte Upgrade-Chance, doppelte Drop-Chance und so weiter hast. Also Borodeng-Preise halbieren ungefähr. Vielleicht sogar ein bisschen mehr. Und dann halt einfach ungefähr umrechnen. Und dann sollte das Pi mal Daumen schon aufgehen. Sonst, wie gesagt, im Worst Case dann halt nicht verkaufen. Ich meine, ich habe lieber noch einen geistesgestört starken Charakter mit gebundenem Equipment im Worst Case, als dass ich irgendwie, wie gesagt, ich habe 800 Stunden gespielt, habe ein geistesgestörtes Equipment und verkauf's für 20.000 F-Coin. Also dann nehme ich doch lieber das Equipment. Also wenn wir nur so Lowballer-Angebote machen, und Lowballer wird es auf dem FEC sehr viele geben wahrscheinlich, dann würde ich es nicht annehmen. Dann scheiß drauf. Dann doch lieber das gebundene Equipment. Aber ich denke nicht, dass das passiert, ehrlich gesagt. Wenn man rechtzeitig sucht, denke ich schon, dass da vernünftige Leute auch noch unterwegs sind, die eventuell den Start vom FEC-Server verpasst haben oder erst später davon Wind bekommen haben. Und ja, wie viel Euro sind 20.000 F-Coin? 200. Das ist nicht viel. Am Anfang willst du einfach nur dein Geld irgendwie in irgendwas Sinnvolles investieren, was den Wert nicht verliert. Wichtig ist, dass es den Wert nicht verliert. Und das sind basically alle Items aus dem F-Coin Store. Also theoretisch nicht unbedingt so wichtig, ob du jetzt Products in den ersten paar Wochen kaufst, die du höchstwahrscheinlich sowieso nicht selber benutzt. Oder halt Power-Ups. Hauptsache irgendwas Sinnvolles. Und schwer zu sagen, also ich glaube so nach einem Monat spätestens. Es würde dann auch Leute geben, die Violets wie verrückt farmen. Es gibt ja noch die Products von Violets, logischerweise auch die wieder mit doppelter Drop-Chance, beziehungsweise bis zu dreifacher Drop-Chance. Also Violets auf dem FEC droppen obviously ziemlich gut Products. Wird natürlich auch eine Weile dauern, bis da wirklich welche im Umlauf sind, aber ich schätze mal spätestens nach einem Monat oder so werden vor allem die Violet Products im Umlauf sein von Leuten, die ja den ganzen Tag Violets farmen. Metin 2. Buh! Boot ihn aus! Buh! Du bist Na, Mann. Wie kannst du es wagen, diesen Namen hier zu erwähnen? Hat Metin 2 einen FEC-Server? I doubt it. Kann man bei Metin 2 110.000 Dollar gewinnen? I doubt it. Kann man bei Metin 2 seine dicken Eier auf den Tisch legen? Oh, never mind. Hold up, Chat, hold up, Chat, never mind. Hold up, never mind. Hold up. That escalated quickly.
Leguan of Legends. Genau das, Bolt. Ein FEC-Server erklären, du verstehst das nicht. Ganz einfach, es ist ein komplett neuer Server, du musst neue Charakter erstellen, doppelte XP, doppelte Drop, doppelte Upgrade-Chance. Und am Ende des Servers werden die Charakter und dein Equipment auf einen bestehenden Server deiner Wahl übertragen. Und das war's. Der Server selbst ist einfach wie Buruding. Gleicher Content, gleiche Events, alles gleich. Ja, okay. Das war eigentlich nicht das, was ich nachschauen wollte, aber egal. Ja genau, das Set heißt jetzt nämlich Spring Bunny. Und schon wieder ein Rucksack. Naja, technisch gesehen ist es wohl ein Koffer. Ich frage mich zwar, wer seinen Koffer auf dem Rücken trägt, weil es sieht echt albern aus. Aber technisch gesehen ist es wohl ein Koffer. Aber ja, keine Ahnung, was bei den Haaren falsch gelaufen ist. Das sieht so falsch aus. Holy shit. Und das Bunny-Set, das heißt jetzt Spring Bunny. Davor hieß es, glaube ich, Easter Bunny. Das heißt jetzt Spring Bunny. Immerhin haben sie es nicht Oster Bunny gelassen. Nicht, dass es wirklich einen Unterschied macht. Was für ein Bunny. Crazy, wenn wir schon von Bunnies reden.